Kurz vor Feierabend betritt Marie die alte Stadtbibliothek. Draußen regnet es. Drinnen tickt nur eine große Uhr. Auf einem Tisch liegt ein schwarzes Buch. Auf dem Umschlag steht Marie. Mein Name? Das ist seltsam. Sie öffnet das Buch. Hallo Marie. Du hast 10 Minuten. In dieser spannenden Geschichte lernst du den Imperativ mit Du. Hör gut zu und finde gemeinsam mit Marie die richtigen Befehle. Hinter einer verborgenen Tür wartet etwas auf dich. Aber diese Tür öffnet sich nur, wenn du die richtigen Befehle bildest. Befehle, Imperative. Wir beginnen mit gehen. Du gehst. Beim Imperativ fällt du weg. Auch die Endung st verschwindet. Was bleibt? Geh. Richtig, geh zu Regal 17. Die nächste Seite wird sichtbar. Also, du gehst wird zu geh. Marie geht durch die dunklen Gänge, über ihr flackert das Licht. Bei Regal 17 endet der Weg. Vor ihr stehen hunderte Bücher. Die nächste Aufgabe. Du suchst das Buch. Bilde den Imperativ. Such das Buch ohne Titel. Ein leises Klicken ist zu hören, zwischen den Büchern leuchtet ein schmaler Spalt. Marie sucht und findet ein graues Buch ohne Namen. Dahinter liegt ein silberner Schlüssel. Du nimmst den Schlüssel. Aber nehmen ist unregelmäßig. Was ist der Imperativ? Nimm den Schlüssel. Richtig. Du nimmst für zu. Nimm. Als Marie den Schlüssel nimmt, erscheint hinter ihr eine alte Frau. Du lernst schnell, aber beeil dich. Das Buch prüft nicht nur deine Wörter, es prüft auch deinen Mut. Wer sind sie? Du öffnest die Tür. Bilde den Imperativ. Öffne die Tür. Die Frau zeigt auf einen schwarzen Vorhang. Dann ist sie plötzlich verschwunden. Marie zieht den Vorhang zur Seite. Dahinter befindet sich eine kleine Tür. Sie steckt den Schlüssel ins Schloss. Noch nicht. Du wartest, bis die Uhr 3-mal schlägt. Der Imperativ ist: warte, richtig warte, bis die Uhr 3-mal schlägt. Marie wartet. Ein Schlag, 2 Schläge. Beim 3. Schlag dreht sich der Schlüssel von allein. Jetzt darf ich sagen, öffne die Tür. Die Tür springt auf. Dahinter liegt ein geheimer Raum, an den Wänden hängen Briefe mit vielen Namen, ganz hinten liegt ein Brief für Marie. Doch plötzlich bewegt sich eine dunkle Gestalt zwischen den Regalen. Da ist jemand. Du sagst zu der Gestalt: du kommst heraus. Bilde den Imperativ. Komm heraus. Die Gestalt tritt ins Licht. Es ist kein Mensch, sie sieht genauso aus wie Marie, aber ihr Gesicht liegt im Schatten. Geh zurück. Du schaffst das nicht, lass den Brief liegen. Nein, auf dem Brief steht: du liest den Brief. Lesen ist unregelmäßig. Lies den Brief. Richtig, du liest, hör zu. Lies. Marie öffnet den Umschlag. Liebe Marie, manchmal brauchen wir einen Befehl nicht für andere Menschen. Manchmal brauchen wir ihn für uns selbst. Steh auf. Geh weiter. Glaub an dich. Hör nicht zu. Gib auf. Auf der letzten Seite des schwarzen Buches steht nur ein Wort: geben. Darunter stehen 2 Möglichkeiten. Gib auf. Gib nicht auf. Du entscheidest, wie die Geschichte endet. Gib nicht auf. Der Schatten beginnt zu verschwinden. Nein, doch ich gebe nicht auf. Der Schatten zerfällt. Der geheime Raum wird hell. Auf dem Brief erscheinen alle Formen, die Marie gebraucht hat. Geh, suchen, nehmen, nimm, öffnen, warten, warte, komm, lesen, lies, geben, gib. Jetzt verstehe ich es. Beim Imperativ mit du fällt das Wort du weg. Oft verschwindet auch die Endung. Du gehst, geh. Du suchst, such. Manche Verben verändern sich. Du nimmst, nimm. Du liest, lies. Sehr gut.
Und welcher Imperativ ist heute der wichtigste? Gib nicht auf. Die große Uhr schlägt. Plötzlich steht Marie wieder am Eingang. Der geheime Raum ist verschwunden. Auch das schwarze Buch ist weg. In ihrer Hand liegt nur der Brief. Die Bibliothekarin sieht Marie an. Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Ja, und ich weiß jetzt auch, was ich tun muss. Was denn? Weitergehen. Marie öffnet die Eingangstür. Draußen regnet es noch immer. Sie zieht ihre Kapuze hoch und sagt leise zu sich: Geh weiter. Glaub an dich. Gib nicht auf. Hinter ihr öffnet sich irgendwo in der Bibliothek ein schwarzes Buch. Auf der Gassenseite erscheint ein neuer Name. Möchtest du mehr spannende Geschichten zum Deutschlernen hören? Dann schreib mehr Geschichten in die Kommentare.